Du kennst es, oder? Eines Morgens brühst du dir die perfekte Tasse Kaffee. Sie ist einfach unglaublich. Am nächsten Tag machst du genau dasselbe. Glaubst du zumindest. Und plötzlich schmeckt der Kaffee sauer. Enttäuschend, oder? Du kennst das Gefühl. Aber damit ist jetzt Schluss. In diesem Video bauen wir gemeinsam eine Blaupause. Ein System, das das Rätselraten beim Kaffeebrühen endgültig beendet. Schau bis zum Ende, um herauszufinden, wie du jedes Mal großartigen Kaffee machst. Egal, ob du Filterkaffee oder Espresso bevorzugst. Es fühlt sich oft wie Glücksspiel an und irgendwie ist es das auch. Du hast so viele Variablen, änderst vielleicht zu viele Dinge gleichzeitig oder achtest auf die falschen. Ein Tag ein Volltreffer, am nächsten ein Reinfall. Und du fragst dich, warum? Diese Inkonstanz ist wahrscheinlich die größte Frustration für alle, die zu Hause richtig guten Kaffee machen wollen. Aber stell dir vor, du hättest eine klare Roadmap, eine Hierarchie, vielleicht sogar eine Pyramide, die dir zeigt, was wirklich zählt. Von der Basis bis hin zu den kleinen Feinheiten. Genau das bauen wir heute, ein wiederholbares System, mit dem du jedes Mal leckeren Kaffee zubereiten kannst. Also fangen wir an und bauen das Ganze von Grund auf. Die Basis. Jedes gute Gebäude braucht ein solides Fundament. Und das gilt auch für Kaffee. Die Grundlage besteht aus 2 Dingen, noch bevor du überhaupt die Mühle anfasst. Deine Kaffeebohnen und dein Wasser. Wenn du diese beiden im Griff hast, bist du schon halb am Ziel. Erste die Bohnen. Schau dir mal an, wie der Röstgrad die Struktur der Bohne verändert. Eine helle Röstung ist dicht und weniger löslich, wie ein fest verschlossener Geschmackstresor. Sie braucht mehr Energie, heißeres Wasser und einen feineren Mahlgrad, um die Aromen herauszukitzeln. Eine dunkle Röstung ist das Gegenteil. Poröser, löslicher, die Aromen kommen leicht heraus. Auch lieber kühleres Wasser und einen gröberen Mahlgrad, um Bitterkeit zu vermeiden. Zweites Wasser 98%. So viel deiner Tasse besteht aus Wasser. Das ist der stille Riese, der Lieferwagen, der all die Aromen von der Bohne zu deiner Zunge bringt. Wenn dein Wasser komisch schmeckt, wird auch dein Kaffee komisch schmecken. Ganz einfach. Und es geht nicht nur um Geschmack, die Mineralien im Wasser helfen tatsächlich, Aromen aus dem Kaffee zu lösen. Hier ein einfacher Merksatz. Hartes Wasser, mehr Mineralien, kann die hellen, säurebetonten Noten einer hellen Röstung abrunden. Weiches Wasser verhindert, dass dunkle Röstungen flach oder mehlig schmecken. Mit einer Espressomaschine solltest du eher weiches Wasser verwenden, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Bei Filterkaffee kannst du ruhig ein bisschen experimentieren. Nicht sicher, was du hast? Mach den Test. Brüh eine Tasse mit Leitungswasser und dieselbe mit gutem Quellwasser. Der Unterschied kann dich umhauen. Oder hol dir einen pH- bzw. Härtetester, wenn du es genau wissen willst. Der Mittelbau, die großen 2. Jetzt kommen wir zu den beiden mächtigsten Stellschrauben: Mahlgrad und Brühverhältnis. Wenn du die beherrschst, hast du die Kontrolle. Aber vorher müssen wir über ein Wort sprechen, das alles bestimmt. Extraktion. Das ist der Kern des Ganzen, die Kunst, die guten Bestandteile, Zucker, Säuren, Öle aus dem Kaffeepulver ins Wasser zu lösen. Alles, was wir verändern, beeinflusst die Extraktion. So schmeckt sie: unterextrahiert, sauer, dünn, unausgewogen. Überextrahiert, bitter, trocken, hart. Perfekt extrahiert, balanciert, komplex, lecker. Deine Zunge ist dein bestes Messinstrument. Und hier ein spannender Punkt. Oft heißt es, wenn sauer ist, mahle feiner. Aber Studien zeigen, etwas gröber zu mahlen kann manchmal eine gleichmäßigere Extraktion ergeben. Warum? Weil das Wasser so gleichmäßiger durch alle Partikel fließt, statt sich den leichtesten Weg zu suchen. Das nennt man Channeling. Und genau dieses Channeling sorgt oft für den Mix aus sauer und bitter in derselben Tasse. Das Brühverhältnis. Das ist einfach das Verhältnis von Kaffeepulver zu fertigem Getränk. Ein engeres Verhältnis
zum Beispiel 1:2 beim Espresso, ergibt einen stärkeren, konzentrierteren, aber weniger extrahierten Shot. Ein weiteres Verhältnis, zum Beispiel B1:3, macht ihn leichter, aber extrahierter. Das Anpassen dieses Verhältnisses ist einer der schnellsten Wege, den Geschmack gezielt zu verändern. Die Spitze der Pyramide: Feintuning. Jetzt kommt der letzte Schliff. Wir haben über helle und dunkle Röstungen gesprochen und hier spielt die Temperatur eine entscheidende Rolle. Helle Röstungen brauchen heißeres Wasser, 92 bis 96 Grad Celsius, um all die feinen, fruchtigen Aromen herauszulösen. Dunkle Röstungen vertragen niedrigere Temperaturen, um Bitterkeit zu zähmen und ein rundes, cremiges Ergebnis zu erzielen. Und bitte jage keiner bestimmten Zeit hinterher. Ob 30 Sekunden Espresso oder 3 Minuten Pour-Over, Zeit ist kein Ziel, nur ein Ergebnis deiner Dosis, deines Mahlgrads und deiner Technik. Ein fantastischer Espresso kann 25 oder 45 Sekunden dauern. Wichtig ist, wie er schmeckt, nicht was die Uhr sagt. Praxis-Espresso-Beispiel. Wie viel Kaffee kommt eigentlich in den Siebträger? Nicht raten oder blind den Herstellerangaben folgen. Mach den Headspace-Test. Füll dein Pulver wie gewohnt ein, setz den Siebträger ein und nimm ihn direkt wieder raus. Wenn das Pulver den Duschsieb berührt, war es zu viel. Es braucht ein bisschen Luft, damit das Wasser gleichmäßig fließen kann. Dieser einfache Trick verhindert schon viel Channeling. Mythencheck. 9 Bar Druck sind Pflicht. Nein, die meisten schmecken keinen Unterschied zwischen 7 und 9. Immer feiner mahlen, wenn es nicht passt. Kann das Problem sogar verschlimmern. Fancy Tools gleich besserer Kaffee? Nicht unbedingt. Ein normales VDT-Tool funktioniert genauso gut. Die Technik zählt mehr als das Gadget. Alles zusammengefasst. Dein Workflow. Schritt 1. Finde deine maximale Dosis mit dem Headspace-Test. Schritt 2. Wähle ein Startverhältnis, zum Beispiel 1:2,5 bei mittlerer Röstung. Schritt 3. Passe den Mahlgrad an. Der Shot sollte fließen, nicht tröpfeln oder schießen. Schritt 4. Probieren. Schritt 5. Ändere immer nur eine Variable. Am besten zuerst das Verhältnis. Das ist die goldene Regel für konstant großartigen Kaffee. Hier noch ein paar solide Startpunkte. Ob heller Espresso oder klassischer V60. Das sind bewährte Rezepte, mit denen du sofort loslegen kannst. Mach ruhig einen Screenshot, nutze sie als Ausgangspunkt und justiere danach mit deinem neuen System. Fazit. Das ist sie, die Kaffee-Blaupause. Keine Magie, kein Geheimnis. Nur ein klares System, das dir zeigt, wie alle Teile zusammenwirken, um am Ende deinen perfekten Geschmack zu ergeben. Du hast jetzt den Plan. Mach aus deinem Kaffeeglücksspiel ein verlässliches, köstliches Ritual. Nur noch eine Frage bleibt, was brühst du morgen?